And this is more important even than blood. Und das ist noch wichtiger als das Blut. To love each other for the sake of Almighty God. Sich gegenseitig zu lieben, um dem allmächtigen Gott zufriedenzustellen. And this is the true brotherhood and sisterhood of Islam. Und das ist die wirkliche Brüderschaft und Schwesterschaft im Islam. We as Muslims don't today talk about love as much as we should. Wir Muslime heutzutage reden nicht so viel über die Liebe, wie wir eigentlich sollten. But love is very much a part of Islam. Aber die Liebe ist wirklich ein Teil des Islams. The Christians say God is love. Die Christen sagen, das ist die Liebe. But Allah said about himself, he is al-Wadud. Allah sagt über sich selbst, dass er Al-Wadud ist, das heißt der Liebende. This is the infinity of the verb. Das ist der Infinitiv des Verbs. This means he is the loving. Das heißt, er ist der Liebende. Always and forever. Für immer und ewig. So this is something very important for us to recognize and to capitalize on, is this beautiful love. A love for Allah, and a love for His messenger, and a love for His book, and a love for His deen, al-Islam. Das ist sehr wichtig für uns zu erkennen und auch das zu betonen. Das heißt, die Liebe zu Allah, zu seinem Buch, zu seinem Gesandten und zu seiner Religion. Now I have some very good news, and I have some bad news. Ich habe jetzt eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Which do you want first? Welche wollt ihr zuerst hören? The bad one. The bad one. Most of us have the bad one. I'm going to give you the good news. Erstmal die gute Nachricht. The good news is, whoever says La ilaha illallah with yaqeen in it, deep belief in it, then this person will be saved from the hellfire. Die gute Nachricht ist, wer immer La ilaha illallah sagt, mit Gewissheit im Herzen und aufrichtigem Glauben, diese Person wird vom Höllenfeuer gerettet. It has some conditions. Es hat einige Bedingungen. You have to believe it, Du musst daran glauben, live it, danach leben and surely you have to die on it. und du musst natürlich auch auf diesem Glauben sterben. And Allah says, Ya ayyuhalladhina amanu attaqallah haqqa tuqatihi wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Allah sagt im Koran, ich sage die ungefähre Bedeutung, o ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah in richtiger Furcht und sterbt nicht anders denn als Muslime. So we understand right away the importance of saying and then living up to what Islam is really all about. Und dadurch verstehen wir die Wichtigkeit, dass man danach lebt, nach dem, was der Islam sagt. So a promise is here for all of you who said this shahada today. There's a promise from your Lord for you. So für alle von euch, die heute die Shahada hier gesagt haben, für die gibt es ein Versprechen. First of all, He has forgiven all of your sins since the day you were born until this minute. Zuallererst einmal sind euch alle Sünden vergeben vom ersten Tag an, wo ihr geboren seid, bis zum heutigen, die ihr in der Zeit begangen habt. He has erased all of the bad deeds and replaced this with good deeds. Also Gott hat all diese schlechten Taten ausgelöscht und durch gute Taten ersetzt. You have no bad deeds. Ihr habt keine schlechten Taten. This is good news. Und das ist eine gute Nachricht. No bad deeds. Keine schlechten Taten. And a bonus. Und sogar noch einen Bonus. Direct connect. Eine direkte Verbindung. Because now you can speak to Him directly from your heart, anytime, any place, anywhere. Jetzt kannst du zu ihm direkt von deinem Herzen aussprechen, überall und zu jeder Zeit. And He will answer your prayers. Und er wird deine Gebete erhören und What you beantworten. need, what you want, you'll ask Him, and He will take care of you. Was immer du brauchst, du musst ihn nur darum bitten und er wird sich darum kümmern. Now, having said that, you might say, well, what could possibly be the bad news? Na, jetzt wirst du vielleicht sagen, naja, was könnte jetzt die schlechte Nachricht sein? Allah has forgiven you. Allah hat dir vergeben. The bad news. Die schlechte Nachricht? The people don't. Pardon? Help Him. Die Menschen haben dir nicht vergeben. Ja, die Leute haben dir nicht vergeben. So Allah forgives you, but it means the people, they still see you the same way.
Allah hat dir also vergeben, aber die Menschen So müssen they're auch not going to forgive you. Und dann werde ich euch vergeben. So it means that you have to work even harder now than before. Das heißt, ihr müsst euch noch mehr anstrengen als vorher. And people will challenge you. Und die Leute werden dich herausfordern. And you must be patient. Und du musst Geduld haben. And also Allah, He's going to put you into a test. Und noch dazu wird Allah dich prüfen. He tells us in the Quran sagt that uns- He will put you into a test just like He put the people before us into a test. Er sagt uns im Koran, dass er uns testen wird, genauso wie er die Leute vor uns getestet hat. And the reason for this test Der Grund für diese Prüfung ist, is to show those who are telling the truth their truthfulness, and those who are lying, they will be exposed. der Grund dafür ist, um diejenigen, die wahrhaftig sind, ihre Wahrhaftigkeit zu zeigen und um die Lügner halt, um die Unaufrichtigkeit und Lüge von ihnen herauszustellen. Now there's some more good news. Es gibt noch weitere gute Nachrichten. You now understand the purpose of your life. Du verstehst jetzt den Sinn deines Lebens. Allah said in the Quran, Allah sagt im Koran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. die Übersetzung ist ungefähr, Allah sagt, ich habe die Djinn und die Menschen nur geschaffen, damit sie mir dienen. What does He mean by this? Was meint er damit? Does He mean we should go to a religious place, a sanctuary somewhere, and just stay there and pray all the time? Meint er damit, dass wir ganz einfach an irgendeinen heiligen Ort gehen sollten und wir bleiben da und beten die ganze Zeit? No, actually the opposite is true. Eigentlich das Gegenteil ist wahr. He wants us to take this attitude of worship and prayer into our lives wherever we go and whatever we do. Er möchte, dass wir diese Haltung von der Ibadah, vom Gottesdienst, mit in unser Leben nehmen und praktizieren, wo immer wir uns befinden und wo immer wir hingehen. And it shouldn't be that people need to see our kufi or to see our thobe to recognize us as Muslims. Das sollte nicht einfach sein, dass die Leute uns deswegen als Muslime erkennen, weil wir einen Kufi auf dem Kopf tragen oder so ein Gewand tragen. It should be that people recognize our character, our akhlaq. They should recognize this. Die To Leute, know that we are those who follow Islam. die Leute sollten an dem Charakter erkennen, an unserem Charakter, unserer Moral, dass wir Muslime sind. So the good news is that we can practice our real deen wherever we are. Die gute Nachricht ist also, dass wir unsere Religion überall praktizieren können, wo wir uns befinden. Before the Prophet Muhammad came, Bevor der Prophet kam, the people had special places where they had to do their worship, hatten die Leute besondere, spezielle Orte, wo sie ihre Gottesdienste verrichten mussten. especially when you read the Old Testament. Ganz besonders fällt das auf, wenn man das Alte Testament liest. You see it very common that they had to build places for them to do their worship. Du wirst es oft finden, dass die Leute spezielle Orte bauen mussten, errichten mussten, um ihre Gottesdienste zu verrichten. But Allah opened it up. Und Allah hat es geöffnet. He opened it up for Prophet Muhammad and any of his followers, that wherever you are on this earth, Er hat das geöffnet, also er hat diese Bürde von uns genommen für den Propheten Muhammad und all seinen Nachfolgern. that this earth is a place for you to worship. Dass die gesamte Erde ein Platz für den Gottesdienst ist. And on the day of judgment, Und am Tag der Auferstehung, those places where you worshiped Him will all speak for you on that day, saying, He prayed here, she prayed here. am Tag der Auferstehung werden alle die Orte, wo wir gebetet haben, für uns sprechen und sagen, er oder sie haben hier gebetet. So to tell you that after you make Shahada, the important thing to know next is about the Salah. Deswegen ist das Wichtigste nach der Shahada, dass ihr über das Gebet Bescheid wisst. And this is good news, Und das ist auch eine gute Nachricht. because you can do it wherever you are. Denn du kannst überall verrichten, wo du bist oder wo du willst. And it will be accepted directly by Allah, Und es wird direkt angenommen von Allah. inshallah. Inshallah. Wenn Gott And will. this is called Salah, and the word in Arabic Salah, one of the meanings is connection. Eine der Bedeutungen des arabischen Wortes Salah für Gebet ist Verbindung. It's also some other words that go with it, but so that you'll understand, if you have a cell phone, you know about connection. And we want that cell phone to connect when we need it. Es gibt noch andere Bedeutungen, die damit verbunden sind, aber man kann sich das vorstellen wie ein Handy halt, womit man eine Verbindung erzeugt. And there's not going to be any places where your connection's not going to work. Und es gibt keinen Ort, wo die Verbindung nicht vorhanden ist.